Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich denke mal, ihr kennt ja schon fast alle den GooSky E2. Den gibt es ja einmal ohne GPS und einmal mit GPS. Und es gibt ihn bis jetzt in 3 verschiedenen Farben. Einmal in Grau, einmal in Rot-Weiß und einmal in einer blau-weißen Lackierung. Und jetzt kommt noch ein weiteres Farbschema dazu, was mir mal richtig gut gefällt. Und zwar eine schicke Marineversion mit GPS. Und die wollte ich euch heute mal vorstellen. Denn es gibt neben der Lackierung auch noch kleinere optische Anpassungen. Zur Verfügung gestellt hat mir das Modell Victor vom VGR RC Shop aus Deutschland. Da bekommt ihr natürlich auch die gezeigten GooSky E2 und auch noch viele weitere GooSky Modelle und Produkte rund um die Helifliegerei. Also schaut doch gerne mal vorbei. Der Victor ist auch ein ganz netter. Ich werde jetzt hier in dem Video auch nur auf die Optik eingehen, denn technisch ist er komplett identisch zu den anderen Versionen mit GPS. Die habe ich euch ja schon mal komplett vorgestellt. Das könnt ihr hier nochmal nachsehen. Die neueren Versionen kommen aber ja mittlerweile auch in so einem schicken Koffer. Da das jetzt hier der erste ist, den ich mit Koffer zeige, gehe ich auch noch mal ganz kurz auf den kompletten Inhalt ein. Allerdings habe ich hier jetzt die BNF-Version, da fehlt dann zum Beispiel natürlich noch die Fernsteuerung. Da nutze ich dann aber die GooSky A8 von meiner blauen GPS E2-Version. Die sind ja untereinander kompatibel und muss nur noch gebunden werden. Und am Ende gehen wir natürlich mit der neuen Version auch noch fliegen. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Let's go! Hier haben wir jetzt mal den schicken Hardcase-Koffer, wo drin der GooSky E2 geliefert und auch dank des Griffs gut transportiert werden kann. Den machen wir natürlich als erstes mal auf und haben auch bei der BNF-Version natürlich eine Bedienungsanleitung, hier auf Englisch und Chinesisch. Dann haben wir ebenfalls dabei einen LiPo-Akku und zwar hier einen 3S mit XT30-Stecker. Dann haben wir als nächstes eine Tüte mit Zubehör und zwar haben wir hier eine Ersatz-Hauptrotorwelle, ein bisschen Werkzeug, 3 kleine Kabelbinder und eine kleine Tüte mit Ersatzschrauben und 2 Ersatzunterlegscheiben für die Befestigung der Rotorblätter. Dann haben wir noch eine kleine Montageanleitung für die Hauptrotorblätter und auch für den Heckrotor, damit das alles richtig montiert wird. Und als letztes haben wir noch den richtig schicken kleinen GooSky E2 hier in der Marineausführung und den zeige ich euch natürlich gleich nochmal etwas genauer. Der Transportkoffer ist natürlich nicht nur für die BNF-Version, sondern ihr könnt hier natürlich auch trotzdem noch eine GooSky A8 Fernsteuerung platzieren und mittransportieren. Und was auch besonders cool ist an dem neuen Hardcase-Koffer, dass wir hier endlich den GooSky E2 komplett montiert mit Rotorblättern reinstecken können. Das heißt, wir müssen die Rotorblätter vor dem Transport nicht mehr demontieren. Hier haben wir jetzt mal den neuen GooSky E2 in der Marinelackierung. Wie gesagt, werde ich jetzt hier auch nur auf die Optik eingehen, da er ja technisch komplett identisch ist zu den beiden anderen GPS-Versionen, aber optisch hat sich einiges getan. Das auffälligste Merkmal ist, neben der wirklich richtig schicken Lackierung, dass wir hier jetzt durchsichtige Fenster haben, was von der Optik her auch wirklich richtig gut aussieht, wenn man das mal vergleicht mit der vorherigen Version mit schwarzen Fenstern. Aber auch sonst sind hier einige kleine Sachen optisch noch verfeinert worden. Und zwar zum Beispiel hier oben am Turbinendom der Lufteinlass ist jetzt hier mit einem schwarzen Einsatz versehen worden. Und auch die Turbinenauslässe sind jetzt hier schwarz, was auch sehr gut passt, wie ich finde. Und was auch im Gesamtbild sehr gut rüberkommt, sind die kleinen farblichen Akzente, die wir hier noch zusätzlich haben. Wie hier zum Beispiel unter den Schiebetüren die etwas farblich abgesetzten Flächen. Wir haben auch hier oben am Turbinendom noch vereinzelte Elemente, die hier schwarz gemacht wurden, die vorher einfach nur in Rumpffarbe waren. Und auch hier hinten am Heckausleger haben wir noch ein paar Details farblich abgesetzt, was ich richtig schick finde. Auch die gesamte Lackierung ist ja wieder richtig schön gemacht worden. Die Marinelackierung gefällt mir auch richtig gut, auch in diesem mattgrün-grau. Und dass wir hier noch so viele Decals drauf haben, die den GooSky E2 wirklich zu einem richtigen Schmuckstück machen. Wir haben hier oben am Turbinendom neben der US-Flagge zum Beispiel noch viele kleine Decals, die vorher nicht so hier drauf waren. Zum Beispiel auch hier das Typenschild oder der Warnaufkleber und sogar noch kleine filigrane Klappen wurden hier als Decals abgebildet. Das sieht mal richtig gut aus. Natürlich haben wir auf dem gesamten Rumpf auch wieder viele kleine filigrane Nieten drauf und auch die ganzen angeformten Blechtstöße, die es ja bei der Vorversion auch alle gab. Auch können wir hier natürlich wieder die hinteren seitlichen Türen aufschieben, aber das konnte man bei der alten Version ja auch schon machen. Das Landegestell ist diesmal auch etwas farblich abgesetzt mit den schwarzen Kufenrohren, was dann alles so kleine Details sind, die bei der gesamten Optik wirklich gut rüberkommen. Was ich hier auch besonders cool finde an der neuen Lackierung, dass man hier endlich mal ein leichtes Weathering umgesetzt hat. Man hat es jetzt hier nicht komplett übertrieben, da hier ein paar Stellen auch noch sauber geblieben sind, aber gerade hier am Heckausleger und an den seitlichen Heckfinnen sieht man es ganz gut. Und auch hier oben am Turbinendom sind ein paar Stellen richtig schön gealtert worden. Auch hier zum Beispiel an den kleinen Klappen ist das richtig cool umgesetzt worden. Das gefällt mir hier also richtig gut. Wenn euch der GooSky E2 GPS technisch interessiert, könnt ihr auch natürlich gerne mal meine 2 anderen Videos dazu anschauen, die ich gemacht habe. Das verlinke ich euch mal hier oben rechts. Da erkläre ich dann nochmal ganz genau im Einzelnen auch die ganze Technik vom E2.
Hier haben wir natürlich unten auch wieder den LiDAR-Sensor und den optischen Höhensensor. Und auch dieser GoSky E2 wird natürlich komplett von Brushes Motoren angetrieben. Die Rotorblätter sind hier wieder grau-schwarz und der Vierblatt-Heckpropeller ist bei dieser Version hier diesmal grau gehalten. Eine Beleuchtung haben wir im Übrigen hier leider immer noch keine verbaut. Auch hier können wir natürlich vorne die Haube abnehmen und auch der Akku kommt wieder hier vorne rein und wird dann unter dem Akkufach mit dem XT30-Stecker angeschlossen. Der GoSky E2 GPS hat einen Rotorkreis von 490 mm, eine Länge von 460 mm und ein Abfluggewicht von ca. 540 Gramm. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt noch mal ein paar schöne Drehteileraufnahmen und dann gehen wir mit der Marineversion auch mal draußen fliegen. Zum Binden der BNF-Version mit der GoSky A8 müssen wir zunächst die Fernsteuerung einschalten, dann den Akku in den Heli stecken und warten, bis er initialisiert ist. Dann fängt die blaue LED an zu blinken. Dann müssen wir einige Zeit auf den Bindknopf drücken, bis die blaue LED dauerhaft leuchtet bzw. bis die Taumelscheibe sich bewegt und dann ist der Bindvorgang abgeschlossen.
Am Ende auch hier noch ein kurzes Fazit. Optisch, denke ich mal, muss man nicht mehr viel sagen. Ich finde die Marine-Version richtig schick und für mich ist das eigentlich auch die schönste E2-Lackierung bislang. Hier auch mal im Vergleich nebeneinander mit den anderen verfügbaren Lackierungen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Version euer Favorit ist. Das Einzige, was hier leider immer noch wirklich fehlt, ist eine schöne Beleuchtung. Die würde jetzt hier noch das Tüpfelchen auf dem i bedeuten. Zum Fliegerischen gibt es jetzt auch nichts Neues zu erzählen. Der Guska E2 ist immer noch einer mit der bestfliegendsten Helis, die ich so bis jetzt getestet habe. Auch hier ist es so, dass der im GPS-Modus agiler fliegt als im Visual-Modus, was ich aber auch gar nicht so schlimm finde. Wer mehr Action haben will, muss dann in den manuellen Modus schalten, der aber auch im Gegensatz zu manch anderen Helis immer noch sehr gut stabilisiert ist. Ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was ihr von der neuen Marine-Version haltet. Den Link zum E2 packe ich euch natürlich wieder unten in die Videobeschreibung rein. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.